Herzlich willkommen zur 4. Folge des Engel und Bengel Podcasts. Genau. Ich bin Elias Engel Ich bin Grafi, alias Bengel. und ja, uns freut sehr, dass ihr alle wieder am Start seid und durch die nächste Folge gönnt. Ja, vielleicht am Anfang gesagt, das heutige Thema, wie ihr wahrscheinlich schon lesen konntet, USB, ein Name, der Programm ist. Und ich glaube, darunter kann sich jeder was vorstellen, wenn wir das sagen. Definitiv. Und da werden wir heute einfach mal das volle Spektrum behandeln, von der Geschichte bis zu USB 1.0, 2.0, etc. und dann auch noch USB-C, Thunderbolt und auch ein bisschen, was die EU da eigentlich schon wieder aufgeführt hat. Unser Hackthema kommt mir vor mittlerweile. Genau, ja. Also seid gespannt. Genau. Ich würde sagen, Los geht's. wir beginnen. Engel und Bengel, wir bringen Licht ins Dunkel. Zwei Stimmen, ein Podcast macht euch gefasst. Engel und Bengel, wir bringen Licht ins Dunkel. Zwei Stimmen, ein Podcast macht euch gefasst. Engel und Bengel, mit Tech und mit Fun. Wir sind ready, der Podcast beginnt, fangt an. Na gut, naja, letzte Folge war ja eigentlich auch recht spannend, das Ganze nochmal aufzugreifen mit Aktien, Ethereum, etc. Und ich glaube, Heute greifen wir eigentlich wieder auf etwas mehr Technisches zurück, genau, weil wir doch gemerkt haben, wir sind doch sehr in das Politische und, würde ich sagen, Finanzielle abgedriftet, obwohl es natürlich auch Teil unseres Podcasts sein sollte, aber wir eigentlich gedacht haben, wir bringen einmal ein technisches Thema wieder, ein alltägliches technisches Thema für alle wieder etwas neutraler und humaner, eher gesagt etwas tiefer präsentieren wir es euch, damit ihr euch einfach mehr vorstellen stellen könnt und die Geschichte dahinter. Denn ich glaube, die meisten nutzen täglich ein USB-Kabel, aber kennen definitiv nicht die Geschichte und die Komplexität dahinter. Denn für die meisten ist ein USB-C-Kabel ein USB-C-Kabel. Nur was genau dahinter steckt, kann von A bis Z alles sein, jede Geschwindigkeit. Und deswegen, da wollen wir etwas Klarheit bringen. Und da haben wir heute was Gutes vorbereitet. genau. Ich glaube auch die meisten, wenn sie was mit USB haben, dann regen sie sich meistens auf, dass sie es nicht das Gleiche haben. Das Definitiv. kann auch ein großer Kritikpunkt sein. Aber darauf werden wir auch gleich noch zum Sprechen kommen. Ja, vielleicht gleich einmal am Anfang den Begriff reinhauen: Universal Serial Bus. Ja, Das USB. ist was. Das halt bedeutet USB. Genau, ja. Wenn man sich denkt. Und auch damals schon, wo das erste Mal 1996 entwickelt wurde, war schon das Ziel, eigentlich einen einheitlichen Standard im Prinzip zu haben für die Datenübertragung und Stromversorgung. Obwohl man sagen muss, von dieser Idee, von einem Standard, abgesehen vom Namen, ist man über die Jahre doch eigentlich sehr abgedriftet, oder nicht? Meinst du nicht? Würde ich schon sagen. Also es gab dann immer mehr verschiedene Arten und Ich würde es fast Wildwuchs bezeichnen, denn es gab so viele Arten. Weißt du zufällig ein paar USB-Arten? ich glaube, die Standards, die man halt haben, ne? USB. Definitiv, aber es gab halt einen so großen Wildwuchs, USB, das normale USB-A-Kabel, dann USB Mini, dann USB Micro und dann natürlich erst zum Schluss die Entwicklung auf USB-C und was wir einfach heute überall haben, selbst mittlerweile in den iPhones. Also da hat sich doch was getan und ich muss sagen, ich könnte mir einen Schulalltag ohne USB-C nicht mehr vorstellen. Auf jeden Fall. Denn ich war sehr, sehr froh, wie wir dann endlich unsere neuen iPhones hatten mit USB-C, denn so hatte ich ein Lightning-Kabel für mein iPhone mit, eins für meine AirPods und natürlich dann für das MacBook ein USB-C-Kabel und so habe ich ein Kabel mit dem Kabel, wenn es ein schnell genug ist, was Daten und je nachdem für meistens eher Strom liefern kann, dann ist der Alltag einfach viel kamotter. Ich finde vor allem, was mich am meisten stört noch, ich habe tatsächlich ein Kabel, ich brauche noch ein Lightning-Kabel und das ist tatsächlich für meine Apple TV-Fernbedienung. Sonst habe ich eigentlich nur noch bei meinen Daily Drivern nur noch USB-C. In den meisten Fällen Thunderbolt tatsächlich. Aber was Thunderbolt ist, ich glaube, das Da werden kommen wir später später noch erklären. dazu. Definitiv. Genau. Wie nutzt du eigentlich USB-C oder hast du noch alte Kabel in Verwendung? Ich muss Alte sagen, unter Anführungszeichen. alte nur mehr zu Hause am PC, aber die sind
im Prinzip nur mehr die stecken drin und dann fertig. Aber auch bei meinen Daily Drivern, bei meinem Handy, MacBook, iPad, etc. alles nur mehr USB-C. Ich habe ja kein Apple TV. Bei mir, ich erspare mir das Ganze. Ja, schöne Aber gut. Spielerei, reicht ein Fire TV-Stick theoretisch auch, aber ist cool, nice to have. würde Ja, ich oder sagen. einfach ein Smart TV. Definitiv, obwohl ich muss sagen, also einen Apple TV mit meinem Smart TV zu vergleichen, ist schwer, denn es ist einfach ein viel runderes System und es harmoniert. Wie allzu oft mit dem Apple-Ökosystem oder besser in diese Kamera einfach viel besser. Und daher, aber ich muss sagen, wie siehst du es, wenn heutzutage teilweise so wie es in den neuen ÖPP Railchats der zweiten Generation ist, dort haben sie ja endlich nicht nur normale Steckdosen montiert, sondern jeder Platz hat eine USB-A-Steckdose, also einen USB-A-Stecker. Findest du es momentan schon zu spät dafür oder würdest du sagen, sie sollen gleich von Haus aus USB-C nehmen, auch wenn der Wahl noch einige USB-A-Geräte nutzen, vor allem die älteren Kabel, wie siehst du das? Also ich muss sagen, gerade wenn es jetzt um neue Produkte geht, bin ich schon dafür, dass man USB-C einheitlich einfach verbaut. Das merke ich, oder habe ich jetzt bis vor kurzem gemerkt, beim alten Auto von uns hatte ich noch überall USB-A und da habe ich mir dann extra sogar Adapter bestellt, damit ich ein USB-C-Kabel, also zu einem USB-A-Adapter, das dann reinstecken kann, damit ich laden kann. Und das war jetzt schon ziemlich umständlich und jetzt im neuen habe ich alles nur USB-C-Stecker und das erleichtert schon einiges. Aber das ist einfach viel umgänglicher und vor allem, ich habe nur mehr USB-C-Kabel und dann brauche ich mir nicht extra einen Adapter kaufen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das haben wir noch nicht so oft gesagt, aber wir sind dankbar, dass die EU diesen Schritt jetzt endgültig für alle finalisiert hat, denn ab dem Herbst im Jahr 2024 war es ja Pflicht, dass alle modernen Geräte oder neuen Geräte USB-C-Anschlüsse haben und das erleichtert die Arbeit halt gewaltig. Auf jeden Fall. Denn ich spare mir unterschiedliche Kabel für jede Kamera oder für jedes Handy oder auch mittlerweile die kleinen Home-Mini-Switches fürs Zimmer zum Beispiel. Da hat man USB-C und es vereinfacht es einfach. Das Einzige, was ich sagen muss, was mir bei dem ganzen Thema einfach nervt, sind, man kann nicht erkennen, wenn ich jetzt zum Beispiel einer Person zwei USB-C-Kabel hingebe, die Person kann mir nicht sagen, wie schnell das Kabel ist. Ob das eher für Strom ausgelegt ist oder eher für Daten oder wie viel Strom oder ob kann ich da ein Display dranhängen oder nicht. Das kann mir keine Person sagen, außer man kauft sich einen Kabelchecker, dass man einfach schauen kann, welche Geschwindigkeit das Kabel hält. Und da gab es ja wirklich eine enorme Entwicklung eigentlich, sei es jetzt mit USB 1.0, 2.0, 3.0. Vielleicht dass wir das auch mal ganz kurz aufgreifen. Hast du da ein paar Fakten für uns? Nein, ich würde sagen, wir machen das gemeinsam. Aber Okay. grundsätzlich kann man sagen, der Ursprung war, ich muss da für ein paar Zahlen und Fakten einfach kurz nachschauen, aber im 96er Jahr wurde begonnen mit dem USB zu entwickeln, zu arbeiten und diesen zu testen, um die Vielzahl an Anschlüssen an den früheren Computern zu vereinheitlichen. Ich muss sagen, bei uns war nicht mehr so. Wir haben das nicht mehr, ich glaube, du auch nicht mehr. Nicht mehr ganz, nein. Aber früher gab es viele unterschiedliche Stecker und das wollte man mit dem USB vereinen einfach, dass es einen Stecker gibt, der was universell nutzbar ist. Spannend ist eigentlich, dass die erste Version von USB, also USB 1.0, nur mit 12 Mbits die Sekunde ausgekommen ist. Also, wenn man sich das heute vergleicht, 12 Mbits, das ist fast gar nichts mehr, wenn man sich die heutigen Kabel, die neuesten Thunderbolt-Kabel mit bis zu 120 Gigabit, genau, die Sekunde. Also, man sieht, über die letzten Jahre hat sich gewaltig was getan. Auf jeden Fall. Oder Und nicht? es ist ja im Prinzip erstaunlich. Es war 1996 dann mit dem ersten mit 12 Mbit. Das war ja damals eine komplette Weltneuheit. Und ich bin mir sicher, die Menschen damals haben gesagt, wow, wie schnell. Kann ich mir gut vorstellen. Definitiv, also Und wenn man sich anschaut, wie rasant sich die Technik weiterentwickelt, die Datenhungrigkeit. genau. Ich glaube früher, zum Beispiel wie ich klein war, hatten meine Eltern einen mobilen USB-Stick, da haben wir es wieder USB, der universelle Standard, den sie in den Computer gesteckt hatten, damit sie Internet hatten. Also da brauchte man noch nicht so viel. Und heute, die meisten sehen übers Internet Fernseher, Videokonferenzen, Meetings,
die Homeoffice, also Sachen, die es vor fast 20 Jahren noch gar nicht gab, wo Genau. man fast nicht gedacht hat. Und Also die Datenhungrigkeit ist gewaltig Und geworden. das sieht man auch in der Entwicklung, weil 4 Jahre später dann bei USB 2.0 hat man dann schon 480 Mbit pro Sekunde übertragen können. Und da war das dann auch das erste Mal interessant, dass man sagt, man benutzt zum Beispiel eine externe Festplatte zur Massenspeicherung. Denn da bekam man etwas wenigstens an Geschwindigkeit Genau. und für die damalige Zeit viel. Keine Frage. Das Spannende ist, dass sich die Entwicklung eigentlich immer so in Zyklen weiterentwickelt hat. Denn das Faszinierende ist, USB 3.0, der was dann 2008 auf den Markt kam, also 8 Jahre nach USB 2.0, konnte bereits 5 Gigabits übertragen. Anzumerken ist aber, dass man bei dem USB 3.0 sich was dabei gedacht hat. Denn wie kann man die Kabel unterscheiden? Man konnte sie nicht. Sie sahen Genau. alle gleich aus. Und dort kam der blaue Stecker hinzu, die blaue Leiste im Standard. Und das ist nämlich, finde ich, damals hatten sie eine sehr gute Idee, die leider mittlerweile verloren gegangen ist. Auf der anderen Seite, wir hätten, glaube ich, eine Vielzahl an Farben gebraucht bis jetzt, aber man konnte einfach unterscheiden, okay, das ist jetzt das neueste Kabel oder das ist das Kabel, wo ich 5 Gigabit die Sekunde drüber bekommen habe. Also für die damalige Zeit, auch teilweise wie heute noch, wirklich eine Geschwindigkeit, Auf jeden mit Fall. der man teilweise arbeiten kann oder einige definitiv noch arbeiten werden oder müssen. Genau, auf jeden Fall. Und dann gab es im Prinzip vom USB, das war dann im Prinzip ein recht langer Zeitsprung, bis da was großartig Neues gekommen ist. Naja, In der ich würde Zwischenzeit sind ja dann USB 3.1 und USB 3.2 gekommen. Die Ja, konnten dann noch schon bis obwohl- zu 20 Gigabit. Ich glaube, wir haben vergessen hier nur eines, denn in der Zwischenzeit kamen ja auch unterschiedliche USB-Stecker. Da kamen Genau. die Mini-USB Micro, USB Mini oder USB-B. Also eine Vielzahl an USB-Steckern, die alle einen Gedanken gehabt hatten. Doch eigentlich mit den ganzen Steckerarten hatten sie einfach ihren ursprünglichen Plan, finde ich, einfach vergessen oder aus den Augen verloren. Denn eigentlich war ja der Gedanke, USB eine universelle Schnittstelle oder universeller Stecker zu sein, und dieser Gedanke verlor, denn es gab dann auf eine Vielzahl an Steckern und wieder einen Wildwuchs, würde ich fast Auf bezeichnen. jeden Fall. Und es ist ja auch, aber trotzdem muss man sagen, USB ist erfolgreich. Und die Geschichte eigentlich, warum USB so erfolgreich ist, das ist im Prinzip genau das, was wir die ganze Zeit geredet haben. Es ist einfach die Flexibilität und vor allem die breite Akzeptanz, was man überall hatte oder noch immer hat. Weil sei es jetzt, ob man jetzt von einem Micro-USB ausgegangen ist, also von einem USB-A, man ist immer meistens auf einen USB-A-Stecker als Output dann hingekommen, und den konnte man in jeden Computer reinstecken, und das ist halt einfach Definitiv. gut gewesen damals. Und natürlich auch ältere Geräte haben damit funktioniert. Und vor allem der Ja, Gedanke war ja funktionieren. auch, dass die moderneren Stecker von der Geschwindigkeit immer abwärtskompatibel Ja. sind und auch heute noch ist. Meistens ist irgendwas halt immer das schwächste Glied in der Kette, das einfach den Bottleneck verursacht. Aber ja, in der Zwischenzeit habe ich mal kurz noch was rausgesucht für euch zum Verständnis. Es gibt nämlich, was wir mit dem Wildwuchs an USB-Arten meinen, es gibt nämlich den USB Type A, also Typ A, den wir alle eigentlich kennen, der was vor USB-C der Standard war einfach. Der wurde überall verbaut. Vor allem bei den Netzgeräten, bei den Computern, Laptops oder vor allem jetzt im neuen Worldchat ist ja auch USB-A. Dann kam der USB Typ B auf den Markt. Der war auch der Standard für Thunderbolt, würde ich mich tauschen, für die ersten 2 Generationen. Genau. Also vor allem für ältere Drucker oder Faxgeräte wurde der verwendet. Genau. Auch spannend ist, dann kam natürlich USB Mini B, also eine Vielzahl, das ist eine geschrumpfte Version vom USB Typ B einfach nur, was auf der Innenseite einen normalen USB-A-Stecker hatte. Und natürlich kam dann natürlich USB Micro A und Micro B noch auf den Markt. Und dann, um das Chaos zu vollenden, kam der spannende Stecker USB 3.0 Micro B auf den Markt. Und Die werden auch immer länger. Man dachte da, glaube ich, vorhin, man ist bei Apple. könnte man fast bezeichnen an den Namen, aber also der war wirklich super. Aber ich finde vor allem, wir hatten das erst jetzt, ich glaube USB 3 Micro B ist das nicht der Stecker, den wir an deiner Festplatte hatten, den was du mitgehabt hast in der Schule?
Boah, ja, Also, die alte HDD. ja, die externe. war ja nicht noch nicht so War alt. nicht so alt, nein. Das ist nämlich vor allem spannend, wir beiden schauten uns an, kannten uns nicht aus. Und unser Lehrer so, ja, das ist ein normaler Standard für Festplatten und so. Und vor allem, dass der Gedanke ist ja, man kann ja da, glaube ich, mehrere über, nicht nur, muss man nicht den gesamten, sondern kann mit einem Mikro hineingehen. Also war einfach interessant. Und dann natürlich der allseits beliebte USB-C-Standard, der ja im Jahr, wann ist der auf den Markt gekommen? Ich glaube im Jahr 2017, oder vertue ich mich gerade? Kann sein, das stand, ja. Auf jeden Fall mit der USB 3.2, wo bis zu 20 Gigabit bei dem USB-Standard einfach dazu kamen. Genau. Glaube, oder? Kurz. Auf jeden Fall, ja. Definitiv. Ich würde noch kurz recherchieren zu den Steckern, aber ich glaube, Genau. du kannst noch weitere Fakten Weil erzählen. können wir schon ein paar, oder sagen wir mal, ja, jetzt haben wir gerade schon USB-C ganz kurz angeschnitten. Natürlich USB-C noch viel einfacher. Wenn wir uns da mal die Vorteile einfach anschauen von USB-C, es ist halt einfach, es ist ein Stecker, der gleich aussieht. Man kann Das ihn ist nicht doch mehr genau- falsch ja, reinstecken. Das natürlich, definitiv. Ja. Ich glaube, jeder kennt diese Situation, man hat einen USB-Stick oder man hat ein normales USB-A-Kabel, will ihn in den PC stecken oder sieht vor allem die Öffnung nicht und man muss immer dreimal. Denn beim ersten Mal passt er nicht, dann dreht man ihn nach, passt es wieder nicht, dreht man es wieder auf die erste Seite und dann passt es auf einmal. Da gibt es Genau. so schöne Memes dazu und es ist ja auch wirklich so. Ich merke es jedes Mal bei meinem Monitor, wenn ich mein USB-A-Kabel anstecke, denn mein Monitor hat einfach einen USB-A, wo er dann ein USB-A auf USB-C-Kabel von mir dranhängt, um mein Handy zu laden. Aber das ist das Einzige, wo ich noch einen USB-A-Stecker so verwende. Ist nämlich spannend. Ich muss immer nachsehen oder finde, das klingt jetzt blöd, ich finde das Loch nicht. Ach ja. Das sehe ich schon wieder als Clip auf TikTok und überall. Nee. Ja, übrigens, TikTok haben wir jetzt auch und auch YouTube Shorts verwenden wir jetzt jeden Tag. Aber die größte News ist eigentlich, wenn du schon aufgreifst, wir sind seit, glaube ich, also seit letzter Woche, wenn ihr das anseht, sind wir auf Apple Podcast. Also vor allem die auf Apple Podcast zusehen, wenn sie mitbekommen, aber wenn wer vorher noch eher die Apple Podcast-Hörer ist, hört gerne rein, gebt uns vor allem auf Spotify, Apple Podcast eine Bewertung bitte, das würde uns sehr freuen. Aber auch definitiv gleich vorweg, wir würden uns wenn ihr uns einen Follow oder ein Abo auf YouTube da lasst, denn auf YouTube, da investieren wir momentan relativ sehr viel Zeit hinein, denn es einfach mit ansprechender teilweise ist mit den Kameras und die Nachbearbeitung. Und dort würden wir uns definitiv freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Auf jeden Fall. Gut, genug Werbung. Gehen Genau, wir weiter. Werbung im eigenen Sinne. Genau. Nein, auf jeden Fall ein weiterer großer Vorteil von USB-C ist definitiv die hohe Leistung und Vielfältigkeit. Man kann Datenübertragungen mit weit über mehreren Gigabits, 40, 80 Gigabit immer erreichen in der Datenübertragung. Es ist, man kann es von der Energieversorgung bis zu 240 Watt laden. Das geht für Monitore, Laptops, Handys, das funktioniert super. Natürlich der universelle Einsatz ist definitiv auch ein Riesenpunkt. Also- Egal ob fürs Laden zum Datenübertragen, Videoübertragung, Audio, etc., das kann man alles in einem Stecker. Und wir machen es ja auch teilweise bei der Kamera, die den Grafi filmt, haben wir auch eine externe Festplatte dran gehängt, weil das einfach so Zum Testnet einmal. immer zum Da wird Testen. noch Vielleicht seht ihr einen Unterschied zwischen den beiden Kameras. weil wir testen etwas gerade für die weiteren Aufnahmen, aber Ich glaube, dazu reden wir in einem eigenen separaten ich glaube, das können wir wieder beim nächsten Mal. Aber ich muss sagen, ich finde vor allem, dass das USB generell die Welt einfach revolutioniert, denn jeder kennt den allseits beliebten USB-Stick, der einfach ist, schnell verwendet wird und mit USB einfach, kurz gesagt, alles angesteckt werden kann, von Kopfhörern, über Festplatten, über Lichter, über Handylade. Eigentlich kann man jedes Gerät mittlerweile fast mit USB, teilweise USB sogar in jedem Auto, mittlerweile USB-C natürlich. Natürlich. Ich finde es spannend, denn gewisse Unternehmen sind bei gewissen Themen so hinken etwas im Markt hintenher, aber zum Beispiel VW, das kann ich mich noch gut erinnern, war einer der ersten, die gleich in ihren neuen Transporter, den 6.1 war es, Transporter 6.1, den USB-C-Standard eingebaut haben, als Stecker, wo dann natürlich viele gejammert hatten, warum kein USB-A. Also ich muss ehrlich sagen,
Mich stört es jetzt schon bei unserem großen Feuerwehrauto in der Feuerwehr, wo ich bin, hatten wir im Mannschaftsraum einen USB-A-Stecker, zwei USB-A-Stecker, wo ich mir so denke, es ist einfach, finde ich, auch einfacher, wenn man USB-C hat, weil USB-C ist einfach einfacher zum Verwenden und USB-C ist einfach die Zukunft vor allem. Das muss man ja ganz klar sagen. Denn USB-C wird ja von einer Foundation geführt und die entwickelt den Standard immer weiter. Und diese Foundation hat ja den ursprünglichen Sinn, eben Universal Serial Bus System auf den Markt zu bringen und verfolgt das noch immer und betreibt diesen Standard und führt ihn in die Zukunft. Und alleine mit dem neuesten Schritt, also relativ neuesten Schritt, ich weiß USB 4.0, das ja zum großen Teil auf Thunderbolt 3 basiert, wenn ich mich nicht Und täusche. 4. Ja, aber Unterstützt beides. Ja, unterstützt, aber basiert auf Thunderbolt. Also basiert auf Thunderbolt 3, ursprünglich als Technik ist ja auch spannend. Genau. Ich glaube, da gibt es aber auch ein paar gute Vorteile, was nochmal dieses Thunderbolt, den doch sehr ansprechenden Namen nochmal trennt. ist nämlich, ich finde die Geschichte von Thunderbolt nämlich sehr spannend, denn Thunderbolt wurde ursprünglich von Apple und Intel gemeinsam entwickelt. Deswegen wurde es ja auch zuerst in den Apple MacBooks Pros eingebaut, den alten. Es war nämlich spannend, das ist nicht der Thunderbolt, wie wir es heute können, denn Thunderbolt 1 und 2 war eine Version von dem Mini-Displayboard. Und erst mit Thunderbolt 3 ist man dann auf den USB-C-Standard übergegangen, denn ursprünglich war der Gedanke, dass andere Unternehmen eine Lizenzgebühr an Intel und Apple zahlen sollen, eigentlich dafür, dass sie den Standard nutzen können. Der Gedanke war, dass man einen einheitlichen Standard für alles schafft, eben das gleiche wie USB. Dieser Gedanke von Thunderbolt wurde ja auch verworfen, dann weil einfach USB einfach zu mächtig war und vor allem dann USB-C. Und ja, es ist nämlich spannend, wenn man sich anschaut, da muss ich kurz etwas nachschauen. Wenn man sich anschaut, also die Geschwindigkeiten alleine von Thunderbolt, muss man ja sagen, Thunderbolt eigentlich für die damalige Zeit, 2011, wurde das erstmals öffentlich vorgestellt, bereits 2009 auf einer internen Messe bei Intel und Apple, aber die Geschwindigkeiten zur damaligen Zeit waren einfach gigantisch, denn man konnte mit einem Kabel Daten übertragen und laden. Ich glaube, nur in der ersten Generation war noch keine Bildschirme dabei, aber das ist ja eigentlich für die damalige Zeit auch noch nicht so relevant, denn man hatte Displayboard und man hatte ja vor allem HDMI. Mhm. Das ist ja im Prinzip auch eine Frechheit, dass HDMI noch nicht bei allen Monitoren standardmäßig ist. Also Naja, das ist, aber das ist ja auch das Thema. Thunderbolt sage ich schon wieder, HDMI. Bei HDMI muss man ja eine Lizenzgebühr, dass man HDMI draufschreiben darf, zahlen, weil HDMI ist ja auch eine Foundation. Ja, teilweise sind die ganzen Sachen schon sehr schwierig. Definitiv. Aber du hast schon gesagt, vor allem Thunderbolt 3 und 4 haben nochmal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten und so kann man zum Beispiel mit Thunderbolt 3 und 4 auch mehrere 4K-Monitore anschließen. Definitiv, aber ich würde noch kurz etwas bei Thunderbolt 1 und 2 bleiben, denn es ist vielleicht interessant für die Thunderbolt nicht können, so wie wir, dass wir etwas grundlegend einfach erklären. Das wäre vielleicht die neue Herangehensweise. Schreibt uns ein Feedback oder schreibt uns persönlich, wenn ihr uns kennt, denn nur so können wir uns verbessern. Denn Thunderbolt 1 ist eigentlich vor allem für den Transfer bei einer bidirektionalen Leitung eigentlich für 10 Gigabits. Das ist ja für damalige Zeit schon immense für 2011. Das Spannende war, damals sagten sie, dass Intel nannte im Jahr 2009, das ist vor allem spannend, dass das Ziel sei, 100 Gigabits innerhalb von 10 Jahren zu erreichen. Wir sind jetzt, natürlich, sie haben es nicht geschafft, denn wir sind jetzt im Jahr 2024, heuer kam Thunderbolt 5, wurde vorgestellt und es gibt eine Geschwindigkeit von bis zu 120 Mbits. Es ist nämlich vor allem, also man merkt, die Entwicklung geht rasant und die Daten steigen. Dann kam natürlich 2013 kam Thunderbolt 2 auf den Markt, auch zum Erwähnen, dass eigentlich Thunderbolt bis ins Jahr 2012 nur auf Apple-Geräten lief. Das ist eigentlich auch spannend. Man merkte halt, Apple und Intel hatten was entwickelt. Und Die hatten sich gern.
Ja, sie hatten sich damals definitiv noch gern. Das ist ja schon wieder so ein guter Seitenhieb. Aber man merkt einfach, Apple und Intel wollten das zu einem Standard machen und schafften es einfach gar nicht. Denn wenn man Windows, den größten Betreiber, nicht ins Boot holte und das erst 2012 tat, das hätte man von Anfang an sollen, finde ich persönlich. Ich würde ehrlich sagen, ich glaube Thunderbolt 3, ich glaube, da kannst du auch was dazu sagen, oder? Naja, ich kann auf jeden Fall auf ein paar Vor- und Nachteile definitiv eingehen. Denn Thunderbolt 3 war ja der große Umstieg auf den USB-C-Stecker und weg vom Mini-Displayboard. Genau. Da sie ja mit der Foundation von USB-C zusammenarbeiteten, Intel und Apple, und sie dann ja an den Standard an die Foundation offiziell übergaben, deswegen auch kostenfrei wurde. Also die Hersteller müssen ihre Geräte oder ihre Kabel nur mehr zertifizieren lassen bei der Foundation. Ist wieder Kosten, ist wieder Arbeit, deswegen versuchen sie gewisse, einfach persönliche Meinung, das einfach zum Umgehen und schreiben wir drauf Thunderbolt 4 oder Thunderbolt 5 kompatibel. Ja, gut. Deswegen finde ich, dass Thunderbolt 3 eigentlich der Durchbruch sein sollte für Thunderbolt. Jetzt etwas schwer ist, denn USB-C ist ja auch da mit USB 4.0 mit 240 Watt. Thunderbolt zog erst heuer nach mit Thunderbolt 5, oder? Ja. Aber erzähl ein paar Fakten. Du hast ja etwas, glaube ich, vorbereitet noch. Ja, wie gesagt, einfach mal, wie gerade eben schon erwähnt, Thunderbolt 3, vor allem sehr hohe Geschwindigkeiten, haben wir gerade gehört, bis zu 120 Gigabit pro Sekunde. Und dadurch, wie gesagt, kann man nicht nur mehrere 4K-Monitore anschließen, sondern auch zum Beispiel externe Grafikkarten, was schon ziemlich heftig ist. Und auch zum Beispiel Docking Stations. Ist ja auch spannend. Mittlerweile gibt es NAS, die direkt einen Thunderbolt-Anschluss haben. Also, es tut sich was. Genau. Was man aber auch sagen muss, was jetzt nicht nur bei Thunderbolt, sondern grundsätzlich bei den USB-C-Kabeln der Fall ist, es gibt mehrere Arten. Und das wäre wieder das, was wir am Anfang angesprochen haben. Viele wissen gar nicht, dass man nicht mit jedem USB-C-Kabel Daten übertragen kann. Genau, denn wie wir bereits gesprochen haben, es gibt jeder jeder USB-Standard hat auch eine gewisse Datenrate, die sie übertragen kann. Gewisse haben einfach mehr Strom und beim USB-C-Stecker kann hinter dem Stecker alles stehen. Wenn man nicht die Verpackung in der Hand hält, weiß man es nicht. Genau. Und da kommt eben mit Thunderbolt 3 das erste Mal die Thunderbolt Foundation beziehungsweise Apple und Intel, vor allem Intel, hinzu und sagte, wir haben hier Thunderbolt mittlerweile auf USB-C. Wir schreiben den Herstellern vor, ihr müsst diese und diese Geschwindigkeit haben. Eben bei Thunderbolt 3 damals 10 Gigabits die Spitzengeschwindigkeit, eben den Stecker des USB 3.1 Standard nutzen sie und ich glaube, zu genau mit den Lanes, wie das funktioniert, gehen wir nicht rein. Aber sie schrieben vor, welche Geschwindigkeit und sie sagten auch, ihr müsst uns eure Produkte senden, wir zertifizieren sie und dann könnt ihr den allseits bekannten Thunderbolt Blitz auf euer Produkt als eben Kennzeichen, euer Produkt ist Thunderbolt zertifiziert. Und das brachte vor allem, wenn man es wisst, finde ich persönlich, das erste Mal USB-C in die richtige Richtung, denn vor allem USB-C mit dem Thunderbolt, denn so weiß man, was man hat. Es ist ein Thunderbolt-Kabel. Ich kann es nicht sagen, es steht nicht immer oben, welches Thunderbolt-Kabel, aber Hauptsache, man hat ein Thunderbolt, denn man hat eine klare Geschwindigkeit und das, was man bekommt, ist fix. Genau. Ich glaube, wir haben genug über Fakten gesprochen erstmal. Ich würde aber eins noch sagen, dass ich meine Falschaussage von vorher korrigieren kann. Denn Thunderbolt 4, Entschuldigung, ist nämlich ein spannender Schritt gewesen, denn im Jahr 2020 hat Intel überraschend angekündigt auf einer Messe, dass sie ihren Thunderbolt-Standard an die USB Implementation Forum übergeben. Das ist das USB IEF, die Verwaltung und die Organisation von USB sind, übergeben, weil sie den übergeben, welches den USB-Stand herausheben sollte und Thunderbolt auch weitertreiben sollte. Überraschend war dann, als Intel eigentlich dann USB 4 vorstellte, denn es war ja eigentlich ein USB offener Standard, aber Intel den trotzdem weiterentwickelt. Das gleiche ist wie heuer mit Thunderbolt 5.
hier noch einmal, glaube ich, kurz noch ein paar Fakten. Es ist nämlich spannend, bei Thunderbolt 5 nutzt man es so, dass man ein Kabel hat, das, man kann es so einfach beschreiben, wie eine Schnellstraße. Man hat 2 Spuren in die eine Richtung und 2 Spuren in die andere Richtung. Und bei diesem Kabel kann man dann das Kabel, wenn in eine Richtung mehr Verkehr benötigt wird, die eine Spur von der Gegenseite zur anderen geben. Das heißt, 3 Spuren in eine Richtung und nur eine in die andere. Und so die Geschwindigkeit erhöhen. Das ist ein guter Schritt. Vielleicht finden wir irgendwas für die YouTube-Zuhörer, oder Zuseher besser gesagt, zum Einblenden. Aber das sind einfach Schritte, die für mich persönlich Thunderbolt zum einen einzigen USB-Kabel gemacht hat, das ich mir kaufen wollen würde. Vor allem, weil ich nicht um und um überlegen, jetzt habe ich wieder nur ein Stromkabel, also ein USB 4.0 oder so wie dein 240 Watt Kabel für den MacBook zum Laden, wo ich mal sage, dann habe ich ein Kabel, mit dem kann ich alles tun. So, ich stecke mein MacBook an, mein MacBook wird geladen, gleichzeitig kann ich alles anhängen, mein Monitor hängt drauf, am Monitor hängen mehrere Sachen dran und es funktioniert einfach. Und das ist halt einfach von Thunderbolt der große Vorteil, würde ich persönlich jetzt abschließend sagen, zum normalen USB-C-Standard. Auf jeden Fall. Gut, was haben wir am nächsten Programmpunkt im Thema? Ich würde sagen, gehen wir doch mal ein bisschen auf die Rolle der EU ein, vor allem in der ganzen Standardisierung. Willst du anfangen? Nein, red du doch. Ich habe, Okay. glaube ich, doch jetzt einiges geredet, dass wir etwas fairer uns Auf jeden auskennen. Fall, auf jeden Fall einige sehr wichtige Fakten. Definitiv. auf jeden Fall, Erzähl ja. ruhig. Okay, gut. Grundsätzlich, es gab ja die Entscheidung von der EU vor allem, dass USB Pflicht wird und als Standard im Prinzip angesehen wird. Das ist im Prinzip schon seit längerem jetzt fixiert und im Endeffekt bis Ende 2024 ist es verpflichtend, dann für alle, Herbst. bisher Ich habe Ende. der Herbst gelesen. Ende. Okay, Das ist das, Ende. ja, Bis Ende, ja. das haben eigentlich Auslegungssache. schon alle Ja. Produkte, würde ich sagen, fast. Genau. Das Ganze gilt natürlich für Smartphone, Tablets, Laptop und ein paar andere Sachen noch. Und das Hauptziel, das die EU eigentlich in dem Ganzen sieht, ist vor allem, dass man den ganzen Elektroschrott reduziert und den Verbraucher entlastet vor allem. Ja. Egal und ob jetzt von den Kosten her oder einfach, man hat Ich glaube erstens. was ich immer so gehört hatte, war es ja Umweltschutz, denn Ja. warum so viele neue Kabel? Andererseits muss ich sagen, so, jetzt habe ich über die Jahre meine Thunderbolt-Kabel gekauft, durch die iPhones bekommen und jetzt schmeiße ich die alle weg, denn was habe ich damit für eine Verwendung? Das heißt, es entsteht im ersten Sinne Müll. Auf der anderen Seite kaufen viele ein USB-C-Kabel. Dann müssen sie natürlich automatisch neue Netzteile kaufen, denn bei den neuesten Geräten sind, nachdem es Apple gemacht hat, Samsung sich darüber lustig gemacht hatte und dann natürlich Samsung ebenso kein Netzteil mehr drinnen hatte, müssen die Leute erst wieder neue Netzteile kaufen. Also, Genau, aber man muss trotzdem auf Langzeitsicht muss man trotzdem sagen, dass dieses Einheitliche spart doch auch Kosten und vor allem Ressourcen, weil im Endeffekt jetzt hat man ein Kabel, das hält dann für, ja, wenn es gut läuft, 3, 4 Jahre mal, bevor man es selber irgendwie Kommt kaputt drauf macht. an. Na, wenn man es nur stecken lässt, dann halt das länger, aber wenn man es wirklich im täglichen Gebrauch hat, so wie wir, jeden Tag in die Schultasche obwohl ich raustun, sagen muss, das sind die anstecken. geflochtenen Kabel von Apple mittlerweile sehr top, Ja. im Gegensatz zu dem Plastik, also den Silikonschlauch. Das auf jeden Fall. Ein Thema gleich weg. Ich glaube, darüber kannst du dir dann deine Meinung mir dazu sagen, oder den Hörern sagen, denn ich finde, der Idee der EU war spitze mit Thunderbolt schon wieder USB-C als Standard für alle Geräte, nur das Problem ist, welche Geschwindigkeit hat mein Gerät, an das ich USB-C anstecke? Welche Geschwindigkeit hat mein Kabel, das ich habe? Ist es ein Stromkabel oder nicht? Es steht nicht drauf, ich weiß es nicht. Also aus der einfachen Sicht als Zuschauer, der sich nicht auskennt, würde ich jetzt sagen, ja, warum gibt es da nicht nur Thunderbolt? Ich finde, das ist tatsächlich eine gute Sache. Ich würde auch sagen, dass man vielleicht in Zukunft zumindest ein kleines Design-Detail oder etwas einbauen sollte. Natürlich ist es auch Produktionskosten. Natürlich ein Thunderbolt 4 oder 5 Kabel ist natürlich in der Produktion viel aufwendiger zu produzieren wie ein normales Thunderbolt 1, 2 Kabel.
Ja, zum Beispiel. Thunderbolt 1.2 Kabel gibt es ja nicht mehr, aber Naja, ich glaube, du jetzt mal meinst das eher die USB USB-C-Kabel. 1.0, Genau, USB 2.0, genau. also die Standardkabel, Ja, oder? genau. Und das ist auf jeden Fall ein großer Punkt und viele Leute, seien wir uns ehrlich, man braucht in den wenigsten Fällen ein Thunderbolt 4 oder 5 Kabel. Naja, aber wenn man eine Festplatte anschließen will an sein Gerät und sich dann denkt, warum leidet es nicht, warum ist es so langsam, Ja, dann natürlich, ja. und dann entsteht ja erst wieder das Problem, wie ich sage, dass wir erst wieder Müll haben, denn da muss ich mir erst wieder ein neues Kabel, ein Thunderbolt-Kabel oder ein besseres Kabel kaufen, das Kabel wieder wegschmeißen, das alte. Es ist halt irgendwie gut begonnen, aber nicht fertig gedacht. Und das finde ich auch, ist das Problem der USB-C Foundation oder USB Foundation besser gesagt. Man weiß bei Thunderbolt, was dahinter steckt, aber man weiß nicht bei USB, welche Geschwindigkeit dahinter steckt. Genau. Und das kritisieren viele und ich finde, da gehöre irgendwo, wenigstens wie es bei dem Ethernet-Kabel sind, Ethernet, ja, exakt, Ethernet-Kabel ist, auf das Kabel einfach geschrieben, Cut oder USB, diese Geschwindigkeit, diese Datenrate oder einfach nur den Namen, denn bei den Ethernet-Kabeln weiß es auch einer, Cut 5, 6, 7 und jeder weiß, was dahinter steht und kann nachschauen. Genau. Dann weiß ich, aha, okay, nee, dieses Kabel will ich doch nicht, oh, dieses doch, ist es geschirmt oder nicht. Das kann man direkt vom Kabel ablesen. Nur bei den USB-C oder generell USB-Kabeln kann man das nicht. Und das ist auch bei Thunderbolt, finde ich, ein Kritikpunkt, denn man hat so einen Blitz drauf, aber ob das jetzt ein 3er, ein 4er oder mittlerweile dann ein 5er Kabel ist, Thunderbolt 5, weiß ich nicht. Und dann habe ich erst wieder das Problem, jetzt habe ich eine Kiste, jetzt schmeiße ich das Kabel hinein, weil ich es nicht mehr brauche. 4 Jahre später komme ich drauf, ich brauche ein Thunderbolt 4 Kabel, denn ich habe 2 Thunderbolt 4 Geräte. Dann sehe ich da 2 Kabel und weiß nicht mehr, war das eine Thunderbolt 3 oder war das eine Thunderbolt 4? Ich meine, das Glück ist, dass die höheren Kabel abwärtskompatibel sind. Nur, wenn ich ein älteres wieder nehme, habe ich wieder den Flaschenhals zwischen den 2 Geräten. Und das ist ja wieder das schwächste Glied dann eigentlich. Auf jeden Fall, ich glaube, da wird sich auf jeden Fall einiges tun und ich bin mir auch sicher, dass es da in den nächsten, ja, ich sag mal vorsichtig Jahren, irgendwann auf jeden Fall was geben wird, wo man das unterscheiden kann. Glaubst du wirklich? Oder vielleicht gibt es ein einheitliches dann, aber irgendwas, denke ich, wird es schon geben. In welcher Art und Weise, weiß ich nicht. Kannst Weil du nicht dieses vorstellen. Design beim Stecker, das kann man bei Thunderbolt nicht mehr machen, das funktioniert nicht. Aber vielleicht, Nein, ich meine ja am Kabel den Namen, also ja, die ja, okay, Geschwindigkeit das draufschreiben. können wir Oder eingravieren, welche Art das sowas, ist. ja. Nicht eingravieren, auf den anderen, auf den Ethernet-Kabeln ist ja auch vermerkt, welches ist, oder Stromkabeln, Ja. es ist ja in alle in die Isolierung, das drinnen, dass ich weiß, welche Geschwindigkeit teilweise oder was es ist. Ja, na gut. Und das Aber sind das wir wieder. sieht man Jetzt ja. hacken wir schon wieder etwas auf die Uhr herum. Obwohl wir es ja eigentlich gelobt haben zuerst. Ja, doch, aber wir wollen nicht zu viel loben, weil jetzt Aber kommen auch wir nicht zu so viel Apple. kritisieren. Aber ja, Gut, dann na dann, Probleme. Apple hat ja, wie man, glaube ich, überall mitbekommen hat, ein Problem damit gehabt. definitiv. Dass sie jetzt auf einmal von ihrem geliebten Lightning-Anschluss weg müssen und das doch so grausame USB-C einführen müssen überall. Und ich muss jetzt sagen, Apple hat ja auch nicht immer ihren Lightning-Anschluss gehabt. Sie haben ja erst 2012, haben sie den ja erst das erste Mal verwendet. Und natürlich, es ist Apples Produkt und Apple argumentiert natürlich damit, dass Lightning kleiner, effizienter und definitiv mehr Profit bringt. Und da haben sie nicht Unrecht, weil Na. ihnen bringt es ja mehr Kredit. Kredit, Profit. Denn sie So. bekommen ja von jedem Kabel, dass sie verkaufen etwas Genau. an Geld. Man, sie wären ja blöd, wenn sie nicht dagegen angekämpft hätten. Ich verstehe es. Und nach, doch jahrelang, ich habe ja damit ehrlich gar nicht gerechnet, dass man schon beim iPhone 14, glaube ich, war es, ist der Umstieg gewesen? 14? Ich glaube, oder Ja, was? 14, beim 14 iPhone oder 14, 15? ganz 14 sicher oder 14, 15. dass da schon Umstieg gegeben hat mich ein bisschen verwundert. Ich dachte, sie machen es erst mit iPhone 15, aber gut, sie haben sich dann auch, Gott sei Dank, sagt man eigentlich, muss ich mittlerweile eigentlich sagen, dazu entschieden, dann doch einen Schritt rückwärts zu gehen, sage ich mal, und auf USB-C umzusteigen, weil es ist doch recht praktisch, wie gesagt, wenn man einfach alles gleichzeitig hat. Und sie haben ja schon, ich sag mal, früh angefangen, die iPads
oder auch die MacBooks hatten ja auch schon viel früher USB-C bei Apple. Naja, definitiv. Muss man ja auch sagen, hängt die ja zusammen damals mit. Okay, kurz vielleicht, falls ihr es gehört habt, es flogen gerade ein paar Eurofighter herum. Wir werden nicht geswattet. Nein, aber kurz noch mal zu, warum Apple eigentlich sich für für Lightning entschieden hat, denn wie bereits angeführt, sie wollten einen 30-Pin-Connector wegbekommen, der einfach für die modernen Geräte einfach viel zu groß war, so ein breiter Stecker. Ich habe noch meinen iPod zu Hause letztens wieder angeschaut und dachte mir, was ist das für ein Kabel? Also vor allem Stecker. Ich habe auch ein altes iPhone 5. Oh. War das, glaube ich, jetzt zu Hause? Der hat das auch noch, ja. Es ist aber vor allem spannend, warum Apple Lightning entwickelt hat. Es hat nicht nur damit zu tun, dass sie eben ihren eigenen Stecker entwickeln wollten, denn Apple hatte zuerst Gedanken zumindest, ob sie nicht in die Richtung USB Mini gehen oder USB Micro. Jedoch gab es das Problem, dass USB Micro damals einfach nicht so viel Strom an das Gerät liefern konnte, wie es Lightning konnte. Und noch immer kann eigentlich. Und vor allem, was auch ein Thema war, dass Micro-USB einfach viel mehr Platz im Gerät gebraucht hatte als Lightning. Und dann entschied sich Apple weg von dem USB Foundation und macht ihr eigenes Ding, weil das Problem auch weg war. Man kann den Stecker in beide Richtungen hineinstecken. Man hat nur eine Öffnung. Die Pins sind auch leicht zu reinigen, wenn Staub hineinkommt. Das ist ja auch das Problem. Denn USB-C, was viele anführten damals, die Spitze ist zu labil. Man kann sie theoretisch eindrücken und vor allem dadurch man seinem Gerät, wo man das Kabel reinsteckt, eine Pinreihe oder wie man es immer nennt, herausstehen hat, kann man die Pins nicht mehr reinigen. Und wenn Staub vor allem in den Stecker kommt, so wie ich es oftmals hatte, oder vor allem noch im Fortgehen, ja, dann wird das schwer, glaube ich. Aber im Groben und Ganzen USB hat, würde ich kurz zusammenfassend einfach sagen, die Welt verändert. Es hat unser Leben verändert, es hat von allen das Leben verändert. Genau. Und es wird spannend, wo die Reise hingeht, vor allem jetzt mit Thunderbolt 5. USB 4 kam etwas davor heraus, heuer kam Thunderbolt 5 raus, zog mit den Geschwindigkeiten, vor allem Stromgeschwindigkeit, also Strommenge 240 Watt nach. Spannend wird, was die Hersteller von den Geräten machen, denn so wie Apple hatte ja vor kurzem wieder MagSafe am MacBook eingeführt, denn sie konnten mit dem USB-C Thunderbolt nicht mehr die geforderte Geschwindigkeit, Strommenge, die sie wollten, ins Gerät bekommen, denn da musste Thunderbolt nachziehen. Also es wird spannend, ob der MagSafe-Stecker wieder wegfällt oder nicht. Die neuesten Apple-Geräte haben Thunderbolt 5 mittlerweile, die Pro-Geräte. Ich bereue es etwas, dass mein Monitor nicht Thunderbolt 5 hat, obwohl mein MacBook nur Thunderbolt 3 hat, aber wenn ich sehe, 5 Jahre, in 5 Jahren wird definitiv ein neuer Laptop, MPC MacBook kommen, vor allem wenn dieses Projekt weiter wächst, denn wir merken es jetzt da, wir haben USB-A, wir haben USB-A, dann HDMI auf USB-A. Also ein Micro-USB. Ja, Micro-USB für die Kamera. für unsere Kamera da, dass sie zu unserem MacBook kommt. Also ihr seht eine Vielzahl an Stromstecker und vor allem auch noch, was mit nicht nimmt, denn wie nennt sich der Stecker nochmal, den zum Beispiel die Lampe da hinten hat, weißt du das noch? Oder den unser unser Audio-Interface hat. Aber ihr seht, es gibt einfach zu viele, keiner kennt die Namen, es führt zu Chaos, also deswegen, ja. Wie würdest du es kurz zusammenfassen über die Folge von dir? Ich würde sagen, grundsätzlich als Fazit, ich finde den einheitlichen Stecker super. Ja. Das kann gerne so bleiben. In gewisser Maße verstehe ich es ja zum Beispiel, dass man hier bei den Mikrofonen noch ein XLR-Kabel hat, weil das ist halt einfach was anderes, was man da übertragt. Man übertragt die Audio und das ist halt einfach in dem, geht es einfach noch am besten und da wird auch so schnell nichts passieren. Auch wenn es schon USB-Mikrofone gibt, würde ich trotzdem immer noch derzeit auch auf ein XLR-Mikrofon gehen. Einfach dann definitiv, würde ich persönlich kurz dir das Wort wegnehmen, auf ein Audio-Interface gehen. Und die Audio-Interface haben mittlerweile die besseren auch Thunderbolt-Anschlüsse. Ja. So man merkt, ich bin ein Thunderbolt-Liebling. Ich auf liebe jeden Thunderbolt Fall. einfach. Aber ich glaube, als Fazit kann man sagen,
es passt schon so, wie es passiert ist. Auch wenn Apple seine Spinner hatte, dass sie teilweise nicht Apple-lizenzierte Produkte dann Ja, nur bestimmte Datenübertragungsgeschwindigkeiten gegeben haben. Aber mittlerweile hat sich das Ganze auch eingependelt und ich glaube, man kann als Abschluss sagen, USB und vor allem USB-C hat die Welt verändert. Und klipp und klar. ich glaube, das war's. Das war's. An dieser Stelle wollen wir uns bedanken. Ich würde sagen, was sagen wir? Ein Feuerwehrauto. Nee, ich würde einfach sagen, ja okay, machen wir ein Feuerwehrauto heute. Wer bis jetzt dran war, schreibt uns einfach kurz ein Feuerwehrauto in die Kommentare, vor allem auf YouTube. Spotify leider nicht, aber ja, wir werden euch Doch, versuchen... Spotify hat auch Kommentare. Ah, Ja? Entschuldigung. Spotify dann hat Kommentare. Ja. Dann würde ich euch, wir werden schauen, versuchen, ein paar Informationen dazu in den Kommentaren, Shownotes zu verlinken. Einfach, dass ihr euch nachstellen könnt, wo wir die Quellen genommen haben oder einfach selber nachlesen könnt, wenn ihr es genauer wissen wollt. Für Fragen zu weiteren Themen schreibt uns einen Kommentar. Auch für Vorschläge für neue Themen. Definitiv Themenvorschläge, wären wir sehr, sehr dankbar. Und ja, ich glaube, das gesagt, war's, oder? Genau, checkt gerne auch unsere ganzen Reels und Stories ab. Versuchen wir jetzt täglich Reels und Shorts auf YouTube hochzuladen. Genau. Genau, und ansonsten würde ich einfach sagen, Zwei Stimmen und Podcast macht euch go. gefasst. Engel und Bänge mit Tech und mit Fun. auch von der Zeit her. Ich muss nur vorkommen, das USB kannst du gewaltig rein.